30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Veit Wilde und Enrico Di Ventura. Im Hinspiel gab es 3 Fische für Enrico und 2 für Veit. Beide haben Hecht und Barsch abhaken können, aber noch keinen Zander in der Wertung. Wer kommt ins Finale? In ungefähr einer Stunde wisst ihr mehr. Herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Enrico Di Ventura und Veit Wilde. Ich habe schon gehört, das Hinspiel war ganz schön knapp und spannend. Du bist zurück, aber mir wurde berichtet, das ist dir gar nicht so unrecht. Jein, also ich sage mal so, es wäre schöner gewesen, wenn der Rückstand ein bisschen kleiner gewesen wäre. Aber andererseits, er hat halt einen Fisch mehr und es ist auf jeden Fall noch nichts verloren. Ich gehe hier heute guter Hoffnung ran. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ich überhaupt ins Halbfinale gekommen bin diesmal und das ist schon ein schöner Erfolg. Und wir werden sehen, wie es heute läuft. Ich finde, das ist zwar sehr heiß, aber mit dem Wind viel angenehmer heute als gestern. Ich hoffe, ein paar Fische werden beißen, also lasst uns anfangen. Enrico, ich wünsche dir maximale Erfolge. Dir auch, danke. Auf Alles ein faires klar. Match. Genau. Die Jungs sind heiß. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber fangt einfach an zu Sag ruhig angeln noch was, und das mache ich allein. Sag ruhig noch was. Du bist heute an der Stelle, wo dein Sahnetag im Viertelfinale gegen Didi begann. Ja, richtig. Und also Veit gibt heute die Stellen vor, weil er eben nach Tag 1 zurücklag. Von dir noch ein Statement zum Anfang? Enrico ist so wahnsinnig nervös. Ich musste hinter ihm herfahren im Auto und auf der Strecke, wo man 100 fahren durfte, ist er 85 gefahren. Ich dachte, er schläft fast ein. Ich glaube, der ist einfach im Tunnel. Dann kann er nicht so nervös gewesen sein. Ja, ich glaube, der ist sehr, sehr fokussiert, der Mann heute. Nein. Ja, also nein, ich freue mich natürlich auch, genauso wie halt bei Veit, dass ich im Halbfinale des YPC 2020 bin. Spannendes Match auch vorher mit Jasmin gehabt und gestern der Tag war sehr, sehr kräftezehrend, muss ich sagen, mit den 30 Grad und kein Wind. Da gebe ich Veit recht, dass wir heute viel, viel bessere Bedingungen haben, dadurch, dass auch ein bisschen Bewegung in den Flachwasserzonen ist und so, also gerade durch den Wind, das Kraut ein bisschen bewegt wird, das heißt, der Fisch auch in Bewegung ist. Ich denke schon, dass an dieser Stelle Fisch kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass am Ende der eine mehr weiterhin bestehen bleibt oder ich halt voll machen kann und ja, vielleicht die paar Zentimeter mehr haben, die fürs Finale reichen. Aber das ist Angeln. Wir sind, glaube ich, 2 sehr, sehr ebenbürtige Gegner. Das hat man gestern auch gesehen. Jetzt ist der Rest so ein bisschen Formsache und Glück, aber wir werden sehen. Und das wollen wir ab jetzt sofort. Los geht's, fangt an zu angeln, Jungs. Alles klar. Haut was raus. Gut, also wir starten die Partie um 19:19 Uhr. Um 9:19 Uhr, sorry. Passend zum BVB, 09:19. Optimal. Schnell mal in den Kessel gehen. Ja, Das gibt's noch nicht, auf Wegspinner. Geil. Jawohl! Yes! Das ist ja mal eine Überraschung. Eigentlich sollte das ein Barsch werden, aber ist ja sehr gut, weil das ja die dritte Fischart ist und der ist auf jeden Fall maßig. Coole Sache. Sehr schön beim ersten Wurf. Geht gut los, danke. Mal mit deinen ersten Würfen.
Das hat hier aber, muss ich dazu sagen, an der Stelle, also beim Trainieren auch schon mal geklappt, auf Jigspinner Zander zu fangen. Ganz wichtig hier dieser UV-rote Trillingshaken. Haben wir letztes Jahr rausbekommen. Hier an dem Spot hatte ich, wenn ich mit einem Kumpel hier dabei gewesen, schöne Grüße an der Stelle, Sebastian Fritsch. Und der hatte so ein Ding dran, gleicher Köder mit dem UV-Haken. Das war Wahnsinn, was das für einen Unterschied ausgemacht hat. So, wollen wir den mal messen. Scale ist nass. Wir haben einen Zander in keiner schlechten Größe, muss ich sagen, für diese Tage. Von 54. Ja, du kriegst ihn auf 55. Ja, 55. Ja. Sehr gut, super. So, schnell weitermachen. Ja, aber ich habe das ja gestern erlebt. Schön, dass es beim ersten Wurf geklappt hat, aber Enrico ist jemand, der dann immer sofort kontert. Also ich glaube, er fängt auch gleich was. Nicht zu fassen. Seine beiden Fische im Hinspiel fing Veit jeweils mit dem ersten Wurf an einer neuen Stelle. Und auch heute ist es der allererste Wurf, der sofort Fisch bringt. Ein sehr ordentlicher Zander, der Veit 71,5 Punkte liefert und ihn wieder an Enrico heranrücken lässt. Kann dieser, wie im Hinspiel, schnell kontern? Ich will weiter von hier oben. War ein Barsch, ne? Nee, glaube ich nicht. Nee? Also es geht nicht optimal los für mich. Veit fängt im ersten Wurf einen Zander und ich habe jetzt gerade einen Fisch drauf gehabt, den ich verloren habe. Also irgendwie diese Misere vom Fischverlust von gestern setzt sich ein bisschen fort, aber es gibt an diesem Platz genug Fisch für uns beide. Also hier ist schon auch noch genügend Fisch da. Die Frage ist, wie lange sie aktiv sind und welche Fischarten dann irgendwann wieder aktiv werden oder ein zweites Mal in der Angelzeit aktiv werden oder nicht. Ja, das ist hier, wie gesagt, wie schon im Intro gesagt, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell und auch ja, von Spannung kaum zu überbieten, muss man sagen. Also, aber gut, es macht mir Spaß, weil es macht mir halt Spaß, auch auf so einem Niveau zu angeln. Mit so einem Gegner ist schon gut. Ich habe ja jetzt erstmal den Zander gefangen. Ich hatte es ja schon gesagt, eigentlich sollte es ein Barsch werden. Ja, aber dadurch, dass ich da jetzt nun diese 3 Arten zumindest voll habe, was ja schon mal ganz wichtig ist, glaube ich, heute, habe ich jetzt mal geschaut, hier ein bisschen an dieser Krautbank. Da sind ja schon einige schöne Hechte rausgekommen. Ob da vielleicht heute auch einer steht, weil ich sag mal, ein Hecht könnte ich schon noch gebrauchen. Die sind ja doch immer meistens hier so, ja, 70 cm aufwärts dann irgendwie. Und das wären halt sehr wertvolle Punkte irgendwo in dem Moment, ja, weil ich habe ja nun immer noch dieses Problem, dass er gestern diesen großen Barsch gefangen hat. Und ja, das muss ich natürlich irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Wir werden sehen. Ich werde aber mal gucken, wie lange das hier, also ewig will ich auch an der Stelle nicht bleiben, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht klappt das ja, die Geschichte, die ich mir hier vorgenommen habe. Also bei Enrico ist ja sowieso, man hat ja eben gesehen, er hatte schon Fisch drauf. Das bin ich ja, habe ich ja nun gestern schon erlebt, dass er wirklich ein extrem guter Konterspieler ist. Also das fand ich schon wirklich stark, da immer sofort dann nachzulegen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt die 3 Fischarten habe, möchte ich mich eigentlich dann an einen Platz begeben, wo
ich auf meinen Lieblingsfisch dann wirklich richtig gezielt angeln kann. Der Zander war ja jetzt eher so ein Zufallsprodukt eben, weil mir das halt einfach am besten liegt. Also Zanderangeln, das ist, wenn ich jetzt die 3 Arten voll habe, dann mache ich natürlich das, was ich am besten kann, und das ist einfach Zanderangeln. Alles andere wäre ja blöd. Nach ziemlich genau einer halben Stunde hat Veit jetzt den ersten Spotwechsel angesagt. Wir packen also schnell zusammen. Er ist noch hinten, darf deswegen weiter ansagen, wo gefischt wird. Und ja, mal gucken, was er jetzt macht. Ich könnte mir vorstellen, was seine Idee dahinter ist. Die Jungs packen noch ganz schnell zusammen. Ich bin kurz in einer anderen Mission unterwegs, und zwar habe ich gesehen, dass hier ziemlich viel Müll rumliegt. Wir haben leider keine Plastiktüte, aber der Kescher von Westin Fishing eignet sich natürlich auch. Und dann nehmen wir mal ein bisschen hier den Krempel mit, den irgendwelche Idioten haben liegen lassen. So, jeden Tag eine gute Tat. Enrico, hast du eine Idee, was Veit jetzt vorhat? Naja, er hat gemeint, er würde jetzt an den Zanderplatz fahren und würde davon ausgehen, dass er dort auf jeden Fall die größeren Fische fängt als ich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich blöd, dass er auch den Jigspinner hier vor den Füßen, ich weiß aber, dass da eigentlich morgens immer in den ersten Würfen ein kleiner Zander stehen kann. 55 ist jetzt auch nicht so klein. Wir werden sehen, ob sich das Blatt wendet. Wenn es sich wenden sollte, komme ich nochmal hier, glaube ich. Aber mal sehen. Also jetzt angeln wir erstmal weiter. Ich bin ja zuversichtlich, dass ich auch einen Zander bekomme. Wenn er sagt, er fährt an gute Zanderplätze, dann klebe ich ihm einfach am allerwertesten und werde sehen, dass ich in den gleichen Bahnen werfe, und dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach schon irgendwo auch ein Zander rauskommen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass überall da, wo er einen Fisch fängt, ich eigentlich auch einen Fisch fangen kann. Man hat es hier wieder gesehen. Der ist leider ausgestiegen. Ich tippe darauf, dass es ein kleiner Zander so Anfang 40 war. Aber der hätte mir schon mal ganz gut gestanden, würde ich sagen. Auch wenn das Cap schon gut genug aussieht, aber wir werden sehen, wo es hingeht, und dann... Komm, ab mit dir. Brutal heiß hier im Auto. Wenn wir das ausstrahlen, wird es in Deutschland wahrscheinlich schon wieder extrem kalt sein. Aber jetzt hier in den Niederlanden zum Zeitpunkt der Dreharbeiten verdammt warm. Ich habe gerade mal bei Veit nachgefragt, wo er hin will. Ich hatte schon eine Ahnung. Er möchte zu dem Spot, wo er gegen Dietmar eine grandiose zweite Halbzeit hatte. In Dietmars Zeit, also das war ein Spot von Dietmar. Veit hat dort sehr, sehr gut gefangen. Was ich nicht weiß, ist, ob ihm bewusst ist, dass Enrico diesen Spot auch kennt. Enrico hat da sowohl trainiert als auch gegen Jasmin gefischt am zweiten Tag. Und taktisch muss ich sagen, verstehe ich es auch nicht hundertprozentig, weil er dort natürlich Enrico weiterhin die Chance lässt, einen Zander zu fangen. Und das ist aktuell Enricos größte Schwachstelle, dass er noch keinen Zander in der Wertung hat. Veit hat jetzt alle Fischarten. Ihm kann eigentlich egal sein, was er fängt. Also er hätte auch am Polder 3 Hechte fangen können. Aber ich gehe davon aus, dass er einfach auf seine eigenen Stärken vertraut und das macht, was er selbst am besten kann, nämlich Zanderangeln, und deswegen dorthin fährt. Und wahrscheinlich darauf setzt, wie Enrico gerade schon gesagt hat, die größeren dort zu fangen. Mal gucken. Super. Jawohl! Sehr gut. Diese scheiß Spannung. Siehst du? Ja. 57.
Der 56, oder? 57. Ja, 57. Über 0,5. Ja. Guter Fisch. Enrico fängt den für ihn extrem wichtigen Zander und das in einer ordentlichen Größe. Er baut seine Führung aus. Wie groß war er? 57. Ich habe ja hier an der Stelle wirklich so ein bisschen drauf gesetzt, die größeren Zander zu fangen. Das ist jetzt natürlich erstmal so weit noch nicht aufgegangen, weil Enrico gleich einen gefangen hat. Das habe ich allerdings auch eingeplant, dass er hier Zander fangen wird. Also das war mir vollkommen klar. Aber der war natürlich, so gut kenne ich den Platz ja noch nicht, für hier schon ganz gut von der Größe her, obwohl es ja hier auch richtig große geben soll. Ich hatte kurz danach auch einen Biss gehabt, beziehungsweise den Fisch auch kurz drauf. Leider ist er nach ganz kurzem Kontakt ausgestiegen, fühlte sich auch nicht so schlecht an. Ja, wird ein offenes Match jetzt. Mal sehen, wer jetzt den nächsten fängt. Ich hoffe, dass ich es bin. Also egal wie das hier ausgeht, Veit, ist eine wahnsinns gute Partie. Ja, denke ich auch. Richtig gut. Auch für die Zuschauer ist das Ja. sehr gut. Klasse. Zum wiederholten Mal hat mich der Köder an dieser Stelle doch ja, ganz gut weitergebracht. Aber ich finde die Farbe eh top, also die fängt eigentlich überall und auch fast zu allen Bedingungen. Ob es nun trüb ist oder leicht angetrübt, ist eine sehr, sehr geile Sache hier. Also Shetties, dieses Mal in 9 cm in der Hecht- und Barsch Sonderfarbe. Ich hoffe, ihr habt genug davon in euren Boxen. Ansonsten Space Perch bei Hecht und Barsch im Shop. Es gibt mal wieder was zu gewinnen, Freunde. Und zwar hat einer der Hauptsponsoren des YouTube Predator Cup, Garmin, ein Striker Plus 9SV Echolot im Wert von über 500 € zur Verfügung gestellt. Danke Garmin. Was ihr machen müsst, um das Echolot zu gewinnen, erfahrt ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und den Gewinner, den geben wir im Newsletter bekannt. Den Newsletter zu abonnieren macht nicht nur Sinn, weil wir dort immer die Sieger unserer Gewinnspiele verkünden. Es ist auch so, dass wir dort jede Woche exklusive Deals für euch haben und auch exklusiven Content. Nächste Woche zum Beispiel findet ihr dort ein Exklusivinterview mit Yannick Kohlbacher, deutscher Handballnationalspieler und großer YouTube Predator Cup Fan. Was seine Lieblingsepisode war dieses Jahr und wer sein großer Favorit auf den Titel ist, das erfahrt ihr am Freitag im Newsletter. Den Platz, den Veit hier gewählt hat, ist auf jeden Fall eine gute Adresse für Zander. Das sieht man direkt, wenn man hier an dem Platz steht. Das Wasser ist sehr trüb, was ja für Zander generell immer ganz gut ist, gerade bei diesen hellen Lichtverhältnissen, die wir heute haben. Und es ist Strömung, das heißt Bewegung. Und Bewegung ist auch immer gut für den Sauerstoff und natürlich auch für die Aktivität der Fische. Ich hoffe, dass die Fische, ja, so gut es eben geht, aktiv bleiben heute. Ich habe mir jetzt die Tide hier nicht angeguckt, weil irgendwann hört das Wasser auch auf zu strömen. Also es ist auch schon hier wieder ein Gewässer, was relativ stark tidenabhängig ist, das heißt Ebbe und Flut. Allerdings denke ich, dass hier die Fische nicht weg sein werden, wenn das Wasser ruhiger wird, sondern eher vielleicht weniger aktiv. Aber das wollen wir mal sehen. Jetzt, ich hatte einen Fisch, Veit hatte einen, leider ausgestiegen, aber so richtig rappelt es hier nicht, muss man sagen. Trotzdem, hier ist eine Stelle auf jeden Fall, die jede Sekunde für einen Fisch gut ist. Also von daher, schauen wir mal.
PT. Ja. PT, danke. Wir legen trotzdem ganz kurz drauf. Der hat Maß. Meinst du? Ja. Doch. Ja. Doch, hat er. 42, genau. Hat Maß. Meine Augen sind nicht schlecht, Mann. Ich kann diese Fische mittlerweile echt gut einschätzen. Soll noch einer sagen, Hechte sind gefährlich. Der geht schnell zurück. Es ist sehr warm. Knappe Kiste, aber auch der bringt Punkte. Enrico steht schon bei 5 Fischen und über 360 Zählern. Lässt Veit sich davon verunsichern? So, Veit, Enrico hat an deiner Stelle jetzt hier 2 Zander gefangen. Du hattest einen kurz drauf, ist nicht hängen geblieben. Nein, leider nicht. Aber du scheinst dich nicht so richtig aus der Ruhe bringen zu lassen bisher. Nein, das ist ja, also da kann ja noch viel passieren. Ich hatte 2 Bisse, ich hatte einen Biss, ich habe den Fisch leider verloren. Ich muss aber natürlich auch ganz ehrlich zugeben, ich hätte es mir gewünscht, wenn es andersrum gelaufen wäre, aber ja, da muss man jetzt locker bleiben. Also wenn man sich jetzt hier verrückt machen lässt, ich fische die Köder, die beim letzten Mal funktioniert haben. Hier der Easy Shiner, da hatte ich ja beim letzten Mal Fische drauf und jetzt mache ich hier den, er hat ja mit der fast gleichen Farbe auch gefangen hier mit so einem Hotfish und den Frequency steht noch mal drauf, da hatte ich ja beim letzten Mal auch die Hechtbisse damit und mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nichts kommt, dann müssen wir noch mal woanders hinfahren, aber ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung. Ja, noch ist sehr, sehr viel Zeit. Ja, richtig. Also du kannst diesen Spot hier auf jeden Fall noch mal eine Weile ausfischen, aber alle klar. Sollte irgendwann das Beißen komplett vorbei sein, dann muss man irgendwo anders hin. Richtig. Mal schauen. Deswegen jetzt erstmal annehmen. Respekt! Danke. Danke. Leute, ihr denkt immer, das macht natürlich Spaß. Und gerade gegen gute Leute zu angeln macht besonders viel Spaß, aber manchmal macht das keinen Spaß. Die Anspannung hier ist wirklich so riesengroß und da ist man dankbar über jeden Fisch, den man irgendwie in den Kescher kriegt. Also das, was wir hier machen, danach braucht man eigentlich eine Woche Urlaub. Aber ich bin happy, dass ich ja, meine Punkte, nicht meine Punkte, aber meine Fische für heute voll habe. Den messen wir jetzt schnell. Jetzt ist der Rest Schicksal. Und natürlich eigentlich unüblich für viele Leute, aber auf dem No-Action-Chat gejiggt. Ja, das ist ziemlich untypisch. No-Action-Chats gejiggt, die meisten machen das nicht, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Die Strömung ist hier sehr hoch, obwohl das gar nicht an der Oberfläche so aussieht. Trotzdem habe ich mich dann für einen leichteren Kopf und lieber für weniger Aktion entschieden. Ja, das ist drüber, ne? Ja, 67. Full Card. Enrico liegt nun deutlich vorne und nimmt sich Zeit, seinen Erfolgsköder zu präsentieren. Ja, hier vielleicht noch mal ganz kurz was zum Köder. Eben angesprochen. Das ist der neue V-Tail von Westin. Kommt ab September in die Stores. Und mit Sicherheit auch bei Hecht und Barsch erhältlich. Also einfach mal stöbern im Shop. Und der Rest ist Formsache, würde ich sagen. Ich würde wiederum sagen, fangen wir noch einen guten Fisch damit, dann können wir vielleicht wirklich darüber sprechen, dass der bei uns in den Shop kommt. Ja Leute, schöne Fische, die Enrico gefangen hat und ich kann es nicht leugnen. Bis jetzt ist
der Spotwechsel hier tatsächlich wirklich nach hinten losgegangen. Ja? Also habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Da kommen böse Erinnerungen auf. Ja? Also ihr kennt das, ich war ja hier mit Didi. Da war es genau umgekehrt. Aber jetzt, ich hatte gleich so ein schlechtes Gefühl hier. Den einen Fisch hier am Anfang verhauen. Und seitdem habe ich aber auch keinen Biss mehr bekommen, komischerweise. Ja, jetzt ist es noch genug Zeit. Er hat jetzt natürlich einen großen Vorsprung, weil er jetzt die 6 Fische schon voll hat. Aber ja, muss man jetzt, ich glaube, wenn jetzt hier ein Fisch bei mir rauskommen sollte, dann ist man da gleich wieder viel gelöster und kann dann vielleicht eine Aufholjagd starten. Aber der eine Fisch muss jetzt kommen, also das ist vollkommen klar, da bin ich auch realistisch. Ja? Wenn ich den nicht kriege, dann kann das hier auch ganz schön derbe enden. Ich gebe dir den Kescher. Oh, das So, ich habe verloren. Gut. Der war jetzt wirklich wichtig, also um hier nicht zu weit wegzurutschen. Wir wollen ja nicht, dass es so langweilig wird für euch wie bei Didi und mir. Und ja, Gott sei Dank. Das wollen wir überhaupt nicht. Richtig. Sehr schön. Also der Einzige, der das will, ist Enrico. Ja, ja, klar. Aber den Gefallen tue ich ihm noch nicht. Einen 58er Zander, der war verdammt wichtig. Nicht nur für die Moral, sondern auch fürs Scoreboard. Veit macht Boden gut. So, jetzt weitermachen. Ich hoffe, jetzt ist der Bann hier für mich an der Stelle aufgebrochen. Nach dem Fehlstart. Das ist jetzt natürlich psychologisch ein ganz wichtiger Fisch für Veit gewesen. Er ist jetzt wieder voll in der Partie. Aber auch rechnerisch ist das natürlich absolut relevant. Wir haben gerade mal ganz kurz nachgerechnet. Aktuell würden ihm 2 54er Zander reichen, um in Führung zu gehen. Alternativ 2 70er Hechte oder 2 35er Barsche, natürlich auch in Kombination. Er hat alle seine 3 Fischarten gefangen, also welche Fischart es wird, ist eigentlich völlig egal. Und von daher ist er wieder voll im Game. Enrico kann natürlich auch noch seinen Score verbessern. Da ist er auch gerade dabei, das zu versuchen. Wirft wie ein Wilder, denn er hat natürlich auch noch Fische in der Wertung, die er gerne rauskicken möchte. Also ein 42er Zander, gerade maßig, den wird er natürlich gerne ersetzen. Gucken wir mal, wer den nächsten Fisch fängt. Es bleibt auf jeden Fall verdammt spannend, wie im Hinspiel. Eigentlich ist das ja jetzt nicht die richtige Zeit zum Experimentieren. Ich versuche es aber trotzdem, weil manchmal klappt sowas dann. Die beiden Bisse, die ich hatte, die kamen ziemlich ufernah. Und ja, das Wasser ist hier so trüb. Bei so trübem Wasser kann man das auch durchaus mal haben, dass man Zander am Tag auf Wobbler fängt. Ich probiere es jetzt wirklich nur ganz kurz. Ich habe jetzt hier mal erst einen Flachläufer dran gehabt für ein paar Würfe. Und jetzt habe ich hier ein tiefer laufendes Modell dran. Kann natürlich auch alles andere drauf gehen, das ist das Schöne bei Wobbler. Habe ich hier an der Stelle, wie gesagt, noch nie probiert. Also das kann jetzt eine dumme Idee sein, aber es hat eben in anderen vergleichbaren Situationen schon funktioniert sowas. Deshalb. Ach so, oh, jetzt habe ich wirklich einen fetten Biss drauf bekommen. Das war aber leider nur Enrico. War ja trotzdem, naja, kein fetter, aber wäre ein großer Fisch gewesen. Schade.
Veit hat jetzt einen Spotwechsel angekündigt, der in Kürze stattfinden soll. Ich denke mal, wir werden Zanderangeln gehen, ich weiß es aber nicht sicher. Aber ich denke mal schon. Er braucht nämlich auf jeden Fall noch 2 Fische, um erstmal die Wertung voll zu machen. Und ich glaube, dass ihm daran auch viel gelegen ist, jetzt erstmal zuzusehen, dass er die Fische voll macht. Andererseits, also ich finde, beide, man kann es nicht besser angeln. So. Also, am Ende, wenn beide voll gemacht haben, dann ist der Rest irgendwie Glück. Ob nun der größere Fisch bei mir oder bei ihm beißt, das wissen wir dann auch nicht. Mal sehen. Ich sitze hier ein bisschen im Schatten. Es ist verdammt heiß. Die beiden Angler sind weiter konzentriert am Werfen, aber es ist ruhiger geworden. Es ist jetzt nach Veits Zander nicht mehr viel passiert, beziehungsweise bissmäßig gar nichts. Veit hat schon verlauten lassen, dass er woanders hingehen will, und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern, denn er braucht mindestens 2 Fische. Wie gesagt, Größen braucht er ja gar nicht so unwahrscheinliche, sondern das ist absolut machbar. Ihm bleibt auch noch eine Menge Zeit auf der Uhr, und ich denke, wir werden bald einen 3. Spot sehen. Oh, komm schon, Mann! Es sind noch 5 Stunden und du rennst hier rum. Wären es noch 5 Minuten. So, wir wechseln jetzt wieder die Stelle. Ich kann es auch gleich vorwegnehmen. Wir werden dahin zurückkehren, wo wir hergekommen sind. Also an den ersten Platz, wo ich heute beim ersten Wurf den Zander gefangen habe. Da sind ja prinzipiell immer alle 3 Fischarten drin an dem Spot. Ist natürlich jetzt mittags bei der Hitze nicht so einfach, aber hier hat sich jetzt noch ziemlich lange nichts mehr getan. Und ja, ich muss irgendwie versuchen, diese 6 Fische erstmal voll zu bekommen. Ansonsten kann das hier überhaupt nichts werden bei mir mit einer Runde weiterkommen. Und da sehe ich halt doch eine gewisse Chance, dass das möglich ist an der Stelle. Ist natürlich auch sehr risikoreich, weil Enrico da bestimmt auch wieder was fangen wird. Aber naja, jetzt muss man einfach auch ein bisschen Glück dabei haben. Hier die Sache ist eigentlich nicht so gut aufgegangen, weil eben Enrico hier ja mehr Fische gefangen hat. Ich bin ganz froh, dass ich den einen guten Zander hier bekommen habe. Aber es hat eben auch nicht so richtig gebissen, wie ich mir das vorgestellt habe an dem Platz. Also nicht so wie beim letzten Mal, als ich hier mit Dietmar gewesen bin. Naja, kann man nichts machen, das ist dann halt so. Man muss eben, wie ich das gesagt habe, auch mal ein bisschen pokern, wenn man gewinnen möchte. Das war jetzt eine kleine Niederlage in dem Moment, aber es kann sich noch alles zum Guten wenden, weil es ist noch relativ lange Zeit. Veit, seit der Rückkehr hier an die alte, neue Stelle sozusagen, kein Biss auf beiden Seiten. Was für Gedanken hast du dazu? Das ist natürlich erstmal blöd für mich, ja, weil so langsam läuft mir natürlich auch die Zeit davon, obwohl ich hatte eben gefragt, du hast gesagt, es sind noch 4 Stunden, das ist natürlich sehr viel, da kann noch viel passieren, aber ja. Keine günstige Zeit, und dazu kommt noch, das Wasser ist ja jetzt sehr deutlich gefallen, also wir haben nur wenig Strömung, da ist es halt auch nicht einfach, dann 2 gute Fische hier irgendwie mal noch zu fangen, auch in 4 Stunden nicht. Ja, im Nachhinein betrachtet, so ein Turnier, man hat ja so eine Strategie dann irgendwo im Hinterkopf, das ist immer mit Entscheidungen verbunden, die können gut ausgehen, die können schlecht ausgehen, und ich hatte heute früh hier relativ schnell den Platzwechsel angesagt, da hätte man vielleicht bleiben sollen. Weiß man nicht, also da waren die Bedingungen ja ganz gut, weil da war richtig schön Druck drauf gewesen. Ich denke, wir hätten da auch noch Fische gefangen, also da gehe ich schon davon aus, aber ich habe eben drauf gesetzt, dass ich an dem anderen Spot dann mehr Zander fange als er. Ja. Das war dann nicht clever von mir, das war gestern auch nicht clever von mir, an dem Hechtspot da noch zu bleiben, wo ich den Hecht gefangen hatte, weil da wusste ich halt, dass da mehrere Hechte immer möglich sind jederzeit. Und ja,
das sind dann Entscheidungen, wo man in dem Moment einfach einen Fehler gemacht hat, aber das wird dann meistens im Wettkampf auch bestraft, vor allen Dingen, wenn man so einen starken Gegner wie Enrico hat. Aber ja, noch ist nicht aller Tage Nein, nee, das ist Punkt 1, das ist Punkt 1 und es ist Angeln. Es ist Angeln. Man muss trotzdem, sollte man auch immer ein bisschen Spaß und Freude daran haben. Und ja, ich sehe das eigentlich alles relativ entspannt. Ich werde jetzt hier alles geben noch in den, das ist grundsätzlich gut. In den verbleibenden 4 Stunden. Und ja, vielleicht klappt es ja noch. Wir werden jetzt allerdings, das kann ich an der Stelle jetzt direkt sagen, auch nochmal den Platz wechseln. Okay. Ja. Jetzt sofort? Jetzt sofort, ja. Alles klar. So, wir fahren an einen Spot, der mir bekannt ist. Ich habe es ein bisschen erwartet, dass Fighter heute noch hinfahren wird. Es ist nämlich ganz in der Nähe. Und vor allem, und deswegen halte ich das für eine sehr, sehr gute Entscheidung, ist das auch ein Spot für einen großen Barsch. Und den braucht er eigentlich noch. Oder einen großen Fisch. Und ich glaube, einen großen Barsch zu fangen, ist aktuell absolut möglich. Natürlich nicht leicht, aber wir haben schon einige gesehen im Turnier, auch jetzt in der Phase im Juni. Hassan hat einen 51er genau an dieser Stelle gefangen. Letztes Jahr im Duell mit Veit hat er im Juni auch einen Ü45er Barsch an dieser Stelle gefangen, also im Hauptstrom. Und mit einem Spinner, glaube ich, damals, ich weiß nicht womit dieses Mal mit einem Nace Jig Spinner. Und ich bin gespannt, ob das für Veit heute klappt. Enrico weiß das sicherlich auch. Der informiert sich auch immer sehr genau, wer was wo wie macht und kennt die Spots eigentlich auch alle. Von daher kann es genauso gut sein, dass Enrico den bekommt. Oder keiner. Oder beide. Aber mal gucken, was das jetzt bringt. Leute, es ist wieder soweit. Dieses Wochenende feiern wir Black Bass Weekend. Und natürlich bei hechtundbarsch.de haben wir ein riesiges Assortiment von allen möglichen Produkten extrem reduziert. Über 1200 verschiedenste Sachen, vom Kleinteiler bis zu lange Routen und alles dazwischen könnt ihr bei uns jetzt finden, aber nur bis Montag 24 Uhr. Viel Spaß beim Einkaufen! Einfach nur ein richtig, richtig geiler Fisch. Was will man mehr? Kescher. Ja, super. Danke dir, Veit. Kein Problem. Danke, sehr, sehr fair. Kein Ding. Dankeschön. Sehr schön, toller Fisch. Oh super. mein Gott. Tja, Ach du mein so ist das. Ich wollte den gerne, aber ich habe das ja vorher gesagt, es kann auch andersrum ausgehen und es ist so. Was soll's? Na, wirf mal schnell, vielleicht ist noch einer da. Ja, geil. Keiner ist größer. Oh, Wahnsinn, da hab ich Glück gehabt, ey. Oh. Heftig, ey. Gibt's nicht. Wo ist denn der Kameramann jetzt? Immer noch nicht da. In der Luft. Ach so, okay. Wir machen das. Wir kriegen wir hin. Ich habe die Scale, Alles ich habe eine Kamera. Das passt. Also 35. Ja, richtig. Der hat 40, genau. Ja. Sieht auch größer aus. Ja, richtig, ja.
Ein klasse Doppelschlag, der Veit mehr bringt als Enrico. Erstens ist sein Barsch ganze 5 cm länger. Zweitens hat er noch nicht alle 6 Fische beisammen. Enrico schmeißt einen 42er Zander aus der Wertung. Es steht nun 443,1 zu 368,9 und es geht nahtlos weiter. Tut mir leid, aber muss jetzt sein. Das ist heftig, ey. Diese Spannung hier ist Wahnsinn, Wahnsinn. Genau 37. Ja. Ja, Wahnsinn. Der Platz liefert richtig gut. Danke an Veit auf jeden Fall dafür. Direkt vor den Füßen nochmal ein 37er Barsch eingestiegen. Ich bin mehr als happy. Ich habe jetzt total den Überblick verloren, wie es steht, aber das Rechnen wir gleich aus. ist mir auch egal. Enrico verschafft sich etwas Luft. Der 37er Barsch bringt 74 Punkte und verbessert einen 67er Hecht um 7 Zähler. Ein wichtiger Fisch für ihn, denn Veit hätte vorher nur einen 38er Barsch für die Führung gebraucht. Jetzt ist es aus Enricos Sicht immerhin ein 41er Barsch, den Veit fürs Weiterkommen benötigt. Doch natürlich ist auch das absolut machbar. Was für ein Druck ist hier, für eine Anspannung. Enrico gerade gesagt, dass einerseits sich dieser Ausflug für ihn gelohnt hat, weil er hat seine Punkte verbessert, aber gleichzeitig braucht Veit jetzt auch nur noch einen guten Fisch. Ein 41er würde reichen und das findet er irgendwie nicht witzig. Also ich wollte eigentlich nur ein bisschen den Druck erhöhen, aber ich glaube, das wäre vielleicht nicht notwendig gewesen. Kann man das so sagen? Das kann man so stehen lassen. Groß. Nee, Arsch. Doch, ist ein Barsch. Yes! Reicht aber nicht, reicht aber nicht. Ich dachte, hat sich im ersten Moment besser angefühlt, aber ist egal. Jetzt wird es richtig knapp, jetzt wird es richtig knapp hier, ey. Heftig. Oh. Das Leben nass. Übel. Hier, schaut mal euch an. Boah. Schöner Fisch auf jeden Fall. Das ist jetzt richtig spannend hier. Das ist jetzt so richtig spannend. Ey, heftig. Komm schnell. Ja, aber der hat also 40 hat er auf jeden Fall nicht. Das ist ein schöner Fisch, aber. 36. Nee, er hat doch, Entschuldigung, ja, das ist 36, ja genau. Alles klar. Geil, schnell wieder rein. Wow, ist das knapp. Veit macht sein Scoreboard voll und liegt keine 10 Punkte mehr zurück. Er braucht jetzt nur noch einen 38er Barsch zur Führung. Gutes Match, Herr Wilde. Es sind keine 10 Punkte mehr, die zwischen den beiden liegen, also wirklich hauchdünn. Aktuell würde ein 38er Barsch Veit reichen, um einen 33er rauszuschmeißen, sich um 10 Punkte zu verbessern und die Führung zu übernehmen. Das ist der aktuelle Spielstand. Das ist die Situation. Enrico kann sich natürlich auch weiterhin verbessern. Sein schwächster Barsch, und hier an der Stelle haben wir gerade gesehen, ist am ehesten mit Barsch zu rechnen. Ein 35er Barsch könnte er ersetzen. Ein Zander und ein Hecht kann er nicht mehr durch einen Barsch ersetzen, weil die natürlich in der Wertung bleiben müssen. Die kann er nur mit denselben Artgenossen verbessern. Und das kann hier an der Stelle vielleicht auch passieren. Also Zander gibt es hier sicherlich auch. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man hier Hechte fängt. Aber wir haben halt hier gerade 4 Barsche gesehen. Deswegen haben wir das ganze Rechenbeispiel jetzt erstmal mit den Barschen gemacht. Aber hier ist Dynamik in der Partie und ich kann mir vorstellen, dass hier noch die eine oder andere Wendung geben wird. Also ein 38er Barsch bräuchte ich noch.
Und ja, davon schwimmen hier, glaube ich, genug rum in dem Gewässer. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich gehe jetzt volles Risiko ein. Nämlich, dass ich jetzt eine Stelle fische, die ich nicht kenne, wo ich die Dinger einfach vermute. Kescher. Großer Barsch. Oh nein, er ist ab. Nein. Oh nee. Scheiße. Oh, ja. Das ist richtig böse hier. Ich hatte den Fisch drauf, es war auch wirklich ein Barsch, es war ein großer Barsch, ich habe ihn schon gesehen. Also ich denke, er hätte ausgereicht, war 40 meiner Meinung nach und er steigt aus. Vielleicht hier noch einer davon. Aber geil, ja, die Stelle. Ich habe sie wirklich noch nie gefischt vorher. Habe ich noch nie gefischt vorher und hätte fast geklappt. Ja, jetzt vielleicht ist hier noch mehr davon. Wer weiß. Wenn das jetzt ein kleiner Hecht gewesen wäre oder was weiß ich was, dann ist alles egal. Aber es war ein Barsch. Es war ein Barsch. Der war ja schon oben kurz. Oh. Ich habe es eben noch gesagt. Mein letzter Lehrer. Mein letzter Lehrer Kuh. Das war's. Was für ein Wetter, was für eine Bullenhitze, aber vor allem was für ein Krimi. Wir haben jetzt noch eine knappe Stunde Zeit. Veit hat gerade den Barsch, den er mutmaßlich gebraucht hätte, um in Führung zu gehen. Er sagt, er war größer als 40, ich glaube ihm das, kann sowas meistens ziemlich gut einschätzen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, aber es bleibt, wie gesagt, noch fast eine ganze Stunde Zeit. Und heute kann ich mich kaum daran erinnern, dass eine Stunde ohne Fisch vergangen ist. Also, wenn wir mal die Historie des Matches betrachten, dann sind die Chancen für einen weiteren Biss relativ gut. Allerdings natürlich genauso gut auf den Seiten von Enrico. Auch der kann noch einen Fisch fangen. Es bleibt verdammt spannend. Geile Partie. Wahnsinn. Ja, was für ein Battle. Also, ich habe selten so einen Gegner gehabt wie Veit. Also, man muss schon sagen, das ist hier jetzt eigentlich nur noch... Ich will nicht sagen, wer den Glückstreffer landet. Ich denke, wenn ich einen großen Fisch fangen sollte, dann wird es sehr schwer für Veit. Und wenn Veit einen sehr großen oder einen großen Fisch fangen sollte, dann wird es sehr schwer für mich. Das ist jetzt einfach das Game. Ich kann nur hoffen, dass ich glimpflich davon komme. Von mir aus kann er ja auch einen 35er oder einen 36er fangen. 37er auch. Aber bitte kein 38er, um Himmels Willen. Aber ja, steckst du nicht drin. Also ist tatsächlich der Lucky Shot jetzt. Wer den besseren Fisch jetzt kriegt, glaube ich, dann wird es sehr schwer für den anderen noch zu kontern. Zumal auch nicht mehr viel Zeit ist. Ich glaube noch 50 Minuten. Ich kann nur hoffen, dass ich das bin. Aber ja, Hoffnung steht zuletzt. Was soll ich sagen? Ganz kurz was sagen, nur 2 Worte. Ich versuche noch einen letzten Spotwechsel zu machen, der Platz hier. Also ich habe den Fisch, den ich brauchte, dran gehabt. Das ist dann. Jetzt habe ich nur noch die Chance, der hat ja auch gleich bei den ersten Würfen gebissen. Das war überall so in den letzten Tagen, wo Barsche drauf ging, dass sie bei den ersten Würfen gebissen haben. Und deswegen jetzt nochmal ein Platzwechsel, vielleicht springt es. Meine Nerven, Leute. Ihr seht es ja, ich habe mit der Route abgerissen, habe mein Stahlvorfach fertig zum Montieren im Mund. Diese Route habe ich ein Spinnerbait montiert.
Kescher unterm Arm. Und hier die Wundertüte mit den Ködern, die man vielleicht schnell wechseln kann. Es ist absoluter Krimi. Unglaublich. Ich kann nur jedem sagen da draußen, ich nehme mal das Steifach aus dem Mund. Ich kann nur jedem sagen da draußen, es ist für euch bestimmt richtig cool zuzusehen bei solchen Formaten und ich finde das auch geil, dass es sowas gibt. Also vielen Dank nochmal an Hecht und Barsch, aber für die Protagonisten selber ist das eine ganz nervenaufreibende Geschichte. Also eigentlich braucht man nach so einem Dreh für den YouTube Predator Cup wirklich eine Woche Ruhe, Urlaub, Massagen, weiß nicht, Fußbäder, alles, was man sich so an Wellness vorstellen kann, so eine Woche Spa. Ich würde sagen, beim nächsten YPC legt Hecht und Barsch on top ein langes Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, ein Sparbereich, Gutschein dazu. Das wäre geil. In irgendein Hotel, wo man mit seiner Frau dann rein kann, sich durchkneten lassen kann, abends ein kaltes Glas Wein, ich bin nicht so ein Weintrinker, aber abends ein kaltes Bier trinken kann und sich so ein bisschen erholen kann vom YPC, ey, weil das hier sind echt Strapazen. Das wollt ihr gar nicht wissen. Unglaublich, echt. Hoi! Ich bin ein Filmstar! Nee! Enrico hat hier ein paar Holländer bezahlt, dass die uns zuparken. Aber Veit hat mehr geboten und jetzt machen die uns Platz. So, die Holländer haben uns rausgelassen. Veit hat zum Glück genug bezahlt. Mittlerweile gut Kohle da im Osten. Aufschwung Ost. Das glaube ich mir. So, jetzt sind wir hier aus der Parklücke raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Veit jetzt als allerletztes machen wird. Ich habe keine Idee. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen gerochen, was er machen will. Hat auch genau so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und wie ich auch gedacht habe, dass es sich zutragen könnte. Aber jetzt weiß ich nicht, was er macht. Gucken wir mal. I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Da war der Barsch. Der war allerdings, muss ich dazu sagen, also der, den ich da an der Fähre drauf hatte, der hatte meiner Einschätzung nach wirklich die 40 sogar gehabt. Der war jetzt hier, wäre zu klein gewesen. Bitter ist es trotzdem. Oh je, ey. Ja. Letzter Spot des Tages. Veit braucht eine Verbesserung um 10 Punkte. Es laufen die letzten 20 Minuten. Wo ist der Käfer? Reicht aber nicht. Dankeschön, danke. Gerne, klar doch. Oh, das gibt's doch gar nicht alles. Mensch. Was muss er haben? 38? Ja, ich glaube, die hat er nicht. Nee. Wo ist das Geld? Nee, reicht auf jeden Fall nicht. Bis 34? Oder? Ja, 34. Gut, okay. Eine Verbesserung um 2 Punkte, doch die Ausgangslage ändert sich dadurch nicht, da der eben gefangene Fisch der punktschlechteste bleibt und damit wieder aus der Wertung fliegen würde.
Es bleibt dabei. Ein 38er Barsch, ein 76er Hecht oder ein 59er Zander würden Veit für die Führung und damit fürs Finale reichen. (18:19 Uhr). Das Spiel ist aus. Herzlichen Glückwunsch, wirklich herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war ein absolutes Mega-Match einfach nur. Fantastische Partie. Aber, Ich bin ja. fix und fertig. Ehrlich. Ich Aber auch. Ich muss sagen an dieser Stelle, dafür nehme ich auch die Brille ab, meinen absoluten Respekt vor diesem Typen. Richtig gut geangelt. Also niemals klein beigegeben, aber das hatte ich sowieso nicht erwartet bei Veit. Also Veit gibt nicht auf. Irre, ich bin sprachlos, vollkommen sprachlos. Also beide hätten es verdient, auch irgendwie weiterzukommen. Wirklich, weil er sehr gut geangelt hat und auch, man hat es wieder gesehen, eine sehr gute Nase bewiesen hat mit dem neuen Platz an der Fähre. Ich hatte 2 Nachläufer da, die wollten aber nicht schnappen und das war eigentlich meine Hoffnung, dass die nicht richtig beißen. Weil wenn sie richtig gebissen hätten, das hat man jetzt auch bei den Aussteigern bei Veit gesehen, dann wären die Köder inhaliert gewesen und das war mein Glück, dass die Barsche nicht so richtig gut drauf waren. Vielen Dank für die äußerst Ich habe zu danken. wahnsinnig gute Partie. Absolut. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es ist schade, wenn es so super knapp gewesen ist. Das war ja jetzt wirklich ultra knapp, aber ey, es war ein Hammer-Angeltag. Also wir haben so sehr beide gekämpft und es war so viel Adrenalin drin und das macht doch das Angeln aus. Und da geht es doch nicht nur um den Wettkampf in dem Moment, sondern einfach um diese Leidenschaft und die Freude, die man daran hat. Und die war heute definitiv da, obwohl es mega heiß gewesen ist, obwohl wir beide unter riesengroßem Druck gestanden haben. Und ich fand es richtig geil und ärgere mich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt abgekocht worden wäre, hätte ich gesagt, gut, wäre es bitter, aber so, das ist dann halt Schicksal. Ja, ein paar Fische verloren, das gehört einfach dazu. Du hast auch gestern Fische verloren, also von daher alles gut. Ja, ich wünsche dir, dass du das Ding jetzt gewinnst. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, weil, das muss ich auch mal zu ihm sagen, fand ich gestern vor allen Dingen ganz besonders beeindruckend, aber heute genauso. Er ist also ein unglaublich guter Konterspieler. Er macht irgendwo dann auch immer trotzdem noch sein eigenes Ding und versucht eigene Sachen. Also zum Beispiel heute bei dem Hechter mit dem No-Action-Chat habe ich das gesehen. Und ja, also da steckt auch viel Erfahrung dahinter. Und wie du sagst, verdient hätten wir es vielleicht beide ins Finale einzuziehen, aber du hast am Ende eine Nasenlänge vorne gelegen und ja, das wünsche ich dir wirklich maximale Erfolge dafür. Vielen Dank, vielen Dank. Ja Leute, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir sehen uns im Finale des YPC 2020. Ich bin fix und fertig. Ich freue mich riesig, aber ich kann die Freude gar nicht richtig ausdrücken gerade, weil ich bin absolut platt. Wahnsinn. Das sind wir, glaube ich, alle. Genau. Die Kameraleute auch. Also nochmal, vielen Dank. Vielen Dank, Enrico. Gut geangelt, halt. Sehr gut geangelt. Danke. Ein unglaublich packendes Halbfinale geht zu Ende. Ich will auch gar nicht mehr so viel sagen, aber eine Sache möchte ich noch mal loswerden, die ist bisher nämlich noch überhaupt noch nicht gesagt worden. Ich möchte mich bei allen Kameraleuten, also erstmal generell bei allen, die geile Angelvideos machen, aber natürlich im Speziellen bei meiner Filmcrew, bei allen, die am YouTube Predator Cup beteiligt sind, ganz herzlich bedanken. Das kriegt man manchmal nicht so mit, aber die Jungs, wir sind hier zum Teil 14 Stunden am Tag, jetzt mittlerweile 10 Tage in a row, sind wir auf den Beinen, rennen den Anglern hinterher. Die sind sehr fokussiert auf das, was sie machen. Das ist ja natürlich auch richtig so. Dabei müssen wir natürlich immer um sie rum sein, versuchen jeden Live-Biss zu kriegen, werden auch mal angeschnauzt, weil wir im Weg stehen oder irgendwie zu laut über die Buhnen gehen oder so. Also wir müssen eine Menge ertragen. Das ist ja nicht so oft sichtbar für die Zuschauer, deswegen wollte ich das noch mal ganz kurz erwähnen. Vielen Dank, Jungs, vielen Dank, dass ihr so viel Gas gebt, mit so viel Herzblut am Projekt mitarbeitet. Das ist ganz große Klasse. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Ansonsten, das war's. Macht's gut. Wir sehen uns. Liken, kommentieren und abonnieren. Ciao. Das war das erste Halbfinale. Mit 450,1 zu 442,9 zieht Enrico Di Ventura ins Finale ein und trifft dort auf Mark Matschowski oder
Herbert Ziereis. Wer Enricos Gegner sein wird, erfahrt ihr in den beiden kommenden Wochen. Ciao!